Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchten wir uns mal mit unserem Thema beschäftigen, und zwar, du siehst hier, wo wir uns momentan befinden. Wir befinden uns in einer Welt, in einer gebrochenen Welt. Und die ist deswegen gebrochen, weil in dieser Welt gibt es so viel Sünde, so viel Mord und Totschlag und Leute, die einfach irgendwo nur Böses im Sinn haben. Es gibt so viel schlechte Dinge auf dieser Welt wie Hunger, Kriege etc. Und deswegen ist diese Welt einfach gebrochen und nicht das Ideal, das einfach Gott für uns vorgesehen hatte. Es gibt nämlich noch ein zweites, nämlich da, wo wir hin möchten, jetzt hier auf der rechten Seite. Und zwar siehst du hier einfach die ideale Welt, also das Herz symbolisierte praktisch die Liebe Gottes. Eine Welt, wo es besser ist, wo es nicht so viel schlechte Sachen gibt. Und da möchten wir eigentlich alle hin. Jetzt ist halt nur die Frage, warum klappt das denn nicht? Und zwar, das ist ganz einfach. Der Weg hier, du siehst es, mit dieser kleinen Mauer ist versperrt. Wir können also von dieser gebrochenen Welt nicht hier rüberkommen, dadurch, dass wir einfach immer wieder sündigen und einfach nur sündige Menschen sind. Einfach nicht dementsprechend, was Gott eigentlich für uns damals geplant hatte oder so wie es eigentlich vorgesehen hatte. So, jetzt ist es nämlich so, dass viele Menschen aus dieser gebrochenen Welt ausbrechen möchten. Und zwar, wie tun sie das? Viele tun das mit Alkohol, gehen praktisch hier raus, kommen immer wieder zurück. Oder sie haben viele Sexualpartner, viele Beziehungen, kommen raus aus dieser Welt und kommen immer wieder zurück. Sie fokussieren sich auf materielle Güter oder Karriere oder die Arbeit oder irgendwas, was einfach nur von dieser Welt ist und wirklich sehr, sehr weltlich ist. Sie schaffen es vielleicht kurz auszubrechen, kommen aber immer wieder zurück. Also es ist immer wieder, dass die Leute in diese gebrochene Welt zurückkommen und einfach keinen Weg aus dieser gebrochenen Welt finden von alleine. Viele werden es vielleicht von euch auch mitbekommen haben oder vielleicht schon mal selber erlebt haben. Ihr probiert Sachen, ihr fokussiert euch auf Sachen und möchtet einfach aus dieser Welt ausbrechen und einfach in eine bessere Welt kommen, aber letztendlich bleibt er hier in dieser gebrochenen Welt mehr oder weniger gefangen. Und je mehr ihr einfach euch mit diesen weltlichen Sachen oder Alkohol, Partys oder Karriere beschäftigt, ihr merkt trotzdem, dass ihr innerlich einfach leer seid. Und es gibt aber auch eine gute Nachricht, und zwar, Gott hat uns damals seinen Sohn Jesus Christus gesandt und er hat praktisch die ganzen Sünden für uns genommen und hat sie mit ihm ans Kreuz nageln lassen. Jetzt gibt es nämlich einen Weg, wie du da ausbrechen kannst. Von dieser kaputten Welt kannst du ausbrechen, indem du Jesus Christus als deinen König annimmst, als deinen Retter annimmst und wirklich dein Leben Jesus Christus widmest und wirklich mit ihm lebst. Also das heißt auch nach der Bibel lebst, so wie eigentlich Jesus Christus gelebt hat, nämlich sündenfrei. Es ist natürlich klar, dass wahrscheinlich keiner von uns das jemals schaffen wird, so wie er, denn nur Jesus war wirklich sündenfrei und perfekt. Aber er, durch sein Opfer, das er damals gebracht hat, ist es nun möglich, durch ihn in diese Welt wiederzukommen. Du siehst hier von der gebrochenen Welt links, indem du Jesus Christus als dein Herrn und Retter, als dein König annimmst, kannst du in diese Welt kommen und praktisch hier wieder Lösung finden. Jetzt möchte ich dich ganz einfach mal fragen, wo stehst du momentan? Möchtest du in der gebrochenen Welt bleiben? Möchtest du in die andere Welt kommen, in der die Liebe Gottes herrscht? Gibt es vielleicht nur Sachen, die dich einfach daran hindern, momentan einfach Jesus als deinen Herrn und Retter anzunehmen? Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Schreib mir das bitte unten in die Kommentare und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.